Ja, Sarah und Peter kommen. Mein Neffe kommt auch. Ich kann es kaum erwarten, meine Schwester zu sehen. Ich habe Sarah und Peter so vermisst. Ich habe sie auch vermisst. Sie müssten bald da sein. Ich bin hier, meine liebe Tante. Oh mein lieber Ramos. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich habe dich so sehr vermisst. Hallo Mama. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Hattest du Spaß? Sarah, ich möchte deine Urlaubsfotos sehen. Wirklich? Peter ist zurückgekommen? Ja. Er ist zurück. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. In Ordnung. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Was ist los? Ist alles in Ordnung? Peter ist zurückgekommen. Was soll ich jetzt tun? Du musst ihn treffen. Er kann meine Firma retten. Ich werde dir den Plan erklären. Ich habe meine Flitterwochen sehr genossen. Vielen Dank für alles, mein Liebling. Ich bin auch sehr glücklich, meine Liebe. Ich habe dir versprochen, dass deine Zukunft glücklich sein wird. Sarah, wo bist du? Lisa? Was macht sie denn hier? Was machst du hier? Ich bin in großen Schwierigkeiten, Sarah. Bitte hilf mir. Meine Mutter ist verschwunden. Was? Wann ist das passiert? Meine Mutter ist ins Büro gegangen und nicht zurückgekommen. Sie ist auch nicht im Büro. Was soll ich jetzt tun? Beruhige dich. Keine Panik. Ich werde dir helfen. Was ist hier los? Was macht Lisa hier? Lisas Mutter ist verschwunden. Sie macht sich Sorgen um sie. Ich kann das nicht glauben. Sie lügt. Hey du gierige Lisa, raus hier. Ich lüge nicht. Meine Mutter ist in Gefahr. Ich brauche eure Hilfe. Du solltest zur Polizei gehen. Wir können dir nicht helfen. Verschwinde jetzt. Ich hasse sie. Sie ist so schlau. Ich muss etwas unternehmen. Sarah, bitte hilf mir. Ich flehe dich an, liebe Sarah. Keine Sorge, Lisa. Ich werde dir helfen. Wir finden deine Mutter. Ich gehe mit dir zur Polizei. Wie fühlst du dich jetzt, Lisa? Nicht gut. Ich will nicht allein sein. Darf ich ein paar Tage hier bleiben? Ich brauche deine Unterstützung, Sarah. Natürlich, du kannst hier bleiben. Wir gehen zur Polizei. Wir werden deine Mutter finden. Du bist nicht allein, Lisa. Du musst dich ausruhen. Ich komme gleich wieder. Ich werde dich vernichten, Sarah. Du hast kein Recht, glücklich zu sein. Peter wird dich für immer verlassen. Ich werde hier bleiben. Deine schlechten Tage beginnen jetzt. Warte nur ab. Wie geht es ihr? Fühlt sie sich besser? Nein, nicht wirklich. Sie möchte ein paar Tage hier bleiben. Was? Auf keinen Fall. Sie kann hier nicht bleiben. Das ist mein Haus. Bitte, sag das nicht. Sie ist hilflos. Sarah, du bist viel zu gutgläubig. Lisa ist ein gerissenes Mädchen. Peter, du musst mit Sarah reden. Sie versteht es einfach nicht. Mama hat recht, Sarah.
Du darfst Lisa nicht vertrauen. Peter, können wir mit Lisa zur Polizei gehen? Ich gehe schlafen. Ich gehe nirgendwo hin. Was ist passiert, Sarah? Was ist los? Lisa ist hierher gekommen, Mama. Sie steckt in Schwierigkeiten. Ihre Mutter wurde entführt. Ich will ihr helfen. Peter ist wütend auf mich. Was soll ich tun, Mama? Du darfst Lisa nicht glauben. Sie lügt bestimmt. Sie will nicht allein bleiben. Sie bleibt ein paar Tage hier. Sarah, Lisa ist hinterhältig. Sie will dich zerstören. Sie darf hier nicht bleiben. Du musst auf deinen Mann hören. Ich wusste es. Sarah ist so naiv. Sie wird dir glauben. Ja, Mama. Sie ist so dumm. Sie hat mir geglaubt. Ich werde hier bleiben. Bravo, meine Kleine. Du musst sie auseinanderbringen. Du musst meine Firma retten. Was soll ich als nächstes tun, Mama? Peter, bitte rede mit mir. Ich brauche deine Unterstützung. Bitte tu mir das nicht an. Ich mag Lisa nicht. Warum hast du sie hier bleiben lassen? Sie ist nicht deine Verantwortung. Sie soll allein zur Polizei gehen. Ich wollte ihr nur helfen, Peter. Du musst mir helfen. Wer bist du? Hallo, ich bin Ramos. Und wer bist du? Was machst du hier? Bist du ein Dieb? Stehl nichts. Nein, ich bin kein Dieb. Ich bin Peters Cousin. Ach so. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Und wer bist du? Wohnst du hier? Ich bin Lisa. Ich werde ein paar Tage hier bleiben. Gut, ich werde Lisa helfen. Morgen gehen wir zur Polizei. Du musst dich von ihr fernhalten. Ich mag sie nicht. Sarah. Was ist los? Geht es dir gut? Mir ist schwindlig. Ich fühle mich gar nicht gut. Sarah, du bist nicht in Ordnung. Wir sollten ins Krankenhaus gehen. Peter, mir schwirrt der Kopf. Ich glaube, ich falle gleich um. Sarah, wach auf. Was ist mit dir passiert? Oh mein Gott. Sarah, kannst du mich hören? Keine Sorge, ich rette dich, meine Liebe. Bitte, retten Sie meine Frau. Ich bin wirklich sehr besorgt. Sie ist plötzlich ohnmächtig geworden. Haben Sie etwas Geduld. Ich werde Sie sofort untersuchen. Wie geht es meiner Tochter jetzt? Ich weiß es nicht. Peter hat mich noch nicht angerufen. Sarah war doch vollkommen gesund. Hat Lisa meiner Tochter etwas angetan? Sie ist eine Hexe. Sie ist zu allem fähig. Ich muss mit ihr reden. Alle machen sich Sorgen um Sarah. Sie ist wirklich dramatisch, Mama. Vergiss Sarah. Wir müssen unseren Plan zu Ende bringen. Lisa, wo bist du? Mama, ich rede später mit dir. Tschüss. Lisa, hast du irgendwelche deiner bösen Taten vollbracht? Warum liegt Sarah im Krankenhaus? Ich habe gar nichts getan. Sie ist bestimmt einfach krank. Ich will nicht mit dir reden. Ich bin wirklich müde. Ich möchte schlafen.
Wie geht es ihr jetzt? Was ist mit ihr passiert? Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Sie ist schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich? Ich werde Vater. Oh Gott, ich bin überglücklich. Darf ich meine Frau jetzt sehen? Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Ja, Sie dürfen Ihre Frau besuchen. Ich bin heute so glücklich, Sarah. Ich werde Vater. Danke dir so sehr. Ich kann mein Glück gar nicht in Worte fassen. Ich bin auch überglücklich. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Wir sollten jetzt gehen. Mama wartet bestimmt schon auf uns. Wie geht es, Sarah? Was ist passiert? Warum lächelst du? Verheimliche mir nichts. Geht es ihr gut? Beruhig dich, Mama. Alles ist in Ordnung. Ich habe gute Nachrichten. Du wirst Großmutter. Sarah ist schwanger. Wir sollten dieses Glück feiern. Ich werde Vater. Oh mein Liebling. Ich bin heute so glücklich. Ich liebe dich so sehr. Sei glücklich, mein Schatz. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Sarah. Bleib gesegnet. Mama. Was machst du da? Ich tanze. Ich kann mich nicht zurückhalten. Ich hasse alte Frauen. Sie sind alle verrückt geworden. Mama, bitte beruhige dich. Ich weiß, du bist sehr glücklich. Was? Sarah ist schwanger. Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Du musst etwas tun, Lisa. Wir haben keine Zeit. Du musst die beiden so schnell wie möglich trennen. Ich gebe mein Bestes, Mama. Aber Peter liebt Sarah wirklich sehr. Was soll ich jetzt tun? Sie sind so glücklich zusammen. Hallo Peter, mein Lieber. Was machst du hier? Raus aus meinem Zimmer. Lieber Peter, ich freue mich so für dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich möchte dir etwas sagen. Ich wünschte, du wärst mein Ehemann. Bleib mir fern. Hast du den Verstand verloren? Ja, ich habe meinen Verstand verloren. Du bist so gut aussehend, lieber Peter. Warum hast du mich so sehr? Ich brauche dich. Verschwinde von hier. Ich werde dir nicht helfen. Fahr zur Hölle. Hör auf, vor mir so dramatisch zu tun. Lisa, wach auf. Lisa, kannst du mich hören? Peter, was ist hier los? Lisa, wach auf. Was ist mit dir passiert? Was ist passiert, Peter? Hast du ihr etwas angetan? Ich habe gar nichts getan. Sie ist eine hinterlistige Person. Ich helfe ihr bestimmt nicht. Warum redest du so? Ihre Mutter wird vermisst. Sarah, Peter hat mich gestoßen. Geht es dir gut? Soll ich einen Arzt rufen? Nein, ich möchte mich nur ausruhen. Ich bin ganz allein, liebe Sarah. Peter, ich kann das nicht glauben. Warum hast du sie gestoßen? Es reicht jetzt, Sarah. Lisa kann hier nicht bleiben. Ich gehe nicht zur Polizei. Sie ist nicht allein. Und ich will ihr Gesicht nicht mehr sehen. Sie muss mein Haus sofort verlassen. Es ist schon gut, Sarah. Du musst dich nicht mit Peter streiten. Ich weiß,
Ich bin allein. Ich brauche keine Hilfe. Ich werde meine Mutter finden. Ich gehe zur Polizei. Du bist nicht allein, Lisa. Ich bin bei dir. Du kannst nicht einfach gehen. Sarah, du bist schwanger. Du musst dich um dich selbst kümmern. Du gehst nirgendwo hin. Lisa kann zur Polizei gehen. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Warum machst du das? Ich werde Lisa helfen. Ich gehe mit ihr zur Polizei und damit basta. Ich finde ihre Mutter. Sie braucht mich. Komm, Lisa, wir gehen. Ich bin bei dir. Keine Sorge. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.